Während du noch wartest, positionieren sich die Profis längst neu. Die meisten Privatanleger werden die nächste große Kapitalverschiebung erst erkennen, wenn sie bereits passiert ist. An der Oberfläche der Finanzmärkte herrscht eine trügerische Stille. Die Indizes? Seitwärts oder leicht aufwärts? Die Nachrichtenlage? Scheinbar beherrschbar. Nach einem erstaunlich guten Jahr 2025 lehnen sich viele Privatanleger zufrieden zurück. Aber unter dieser stillen Oberfläche ist eine gewaltige Strömung im Gange. Eine stille Flut von Kapital, die nicht dorthin fließt, wo die meisten sie erwarten. Institutionelle Investoren, also Pensionskassen, Versicherungen und Staatsfonds, die zusammen Billionen verwalten, positionieren ihre gigantischen Portfolios für eine völlig neue Realität. Sie ziehen leise Milliarden aus den Märkten ab, die in der letzten Dekade triumphiert haben, und leiten sie in Regionen und Anlageklassen um, die viele Privatanleger kaum auf dem Schirm haben. Das ist keine kurzfristige Wette. Es ist eine tektonische Verschiebung, angetrieben von zwei fundamentalen Kräften: den höchsten Schuldenständen der Menschheitsgeschichte und Bewertungen, die kaum noch Raum für Fehler lassen. Während die Profis handeln, verharren viele private Depots in der Anlagelogik von gestern. Die Frage ist, warum? Und was übersehen sie? Die entscheidende Frage lautet jedoch nicht nur, was sie übersehen, sondern, ob sie möglicherweise gerade selbst zu lange warten. Die trügerische Ruhe an den Märkten. Werfen wir einen Blick auf die Gegenwart, so wie sie sich für die meisten darstellt. Das Börsenjahr 2025 war, allen Unkenrufen zum Trotz, bemerkenswert widerstandsfähig. Trotz geopolitischer Spannungen haben sich die globalen Märkte gut gehalten. In den USA lief die Berichtssaison zum dritten Quartal 2025 sogar erfreulich, und auch in Deutschland zeigte sich ein positives Bild. Doch genau diese Stabilität kann täuschen. Sie wirkt wie das sprichwörtliche Auge des Sturms. Weiter. Die Volatilität ist zwar da, aber sie hat noch nicht zu den befürchteten großen Einbrüchen geführt. Für den durchschnittlichen Anleger, der vielleicht einmal pro Woche auf sein Depot schaut, sieht alles nach Business as usual aus. Die großen Tech-Werte, die jahrelang die Rendite brachten, scheinen weiterhin das Maß aller Dinge zu sein. Die Logik ist einfach. Warum ein funktionierendes System ändern? Man bleibt bei dem, was man kennt und was in der Vergangenheit funktioniert hat. Es ist eine zutiefst menschliche Reaktion, verstärkt durch die Mediennarrative des letzten Jahrzehnts, der unaufhaltsame Aufstieg des US-Aktienmarktes, getrieben von technologischer Innovation. Doch die Profis, deren Job es ist, nicht nur die nächste Woche, sondern die nächsten 10 Jahre im Blick zu haben, sehen etwas anderes. Sie sehen die Risse im Fundament. Eine aktuelle Umfrage von Natixis unter 515, der weltgrößten institutionellen Investoren, zeichnet ein düsteres Bild. 3/4, 74% von ihnen erwarten für 2026 eine signifikante Marktkorrektur. Knapp die Hälfte, 49%, sieht in der Geopolitik die größte Bedrohung für die wirtschaftliche Entwicklung. Zum ersten Mal seit Jahren ist das die Hauptsorge, noch vor der Angst vor einer Rezession. Diese stillen Ängste sind der wahre Treiber hinter den Kapitalverschiebungen, die wir jetzt beobachten. Die stille Flut, wohin die Milliarden fließen. Während Privatanleger also noch auf die Erfolgsstories der Vergangenheit starren, orchestrieren die großen Kapitalsammelstellen eine strategische Neuausrichtung. Der zentrale Baustein dieser Strategie lautet Diversifikation, weg von der US-Dominanz. Jahrelang war ein Übergewicht in US-Aktien der Garant für Erfolg. Doch diese Ära könnte sich dem Ende zuneigen. Während eine frühere Natixis-Umfrage noch zeigte, dass nur 1/4 der Profis ihren US-Anteil aktiv reduzieren wollten, wächst die Skepsis gegenüber den hohen Bewertungen. Experten von Allianz Global Investors warnen, dass US-Anlagen überbewertet sein könnten und bessere Chancen in Europa und Asien zu finden seien. Aber wohin fließt das Geld stattdessen? Die Antwort ist zunehmend klar: nach Europa und in den Asien-Pazifik-Raum. Es ist ein leises, aber unüberhörbares Comeback des alten Kontinents in den Portfolios der Profis. Nachdem Europa jahrelang als zu langsam, zu reguliert und zu wenig innovativ galt, rückt es nun wieder in den Fokus. Der Grund ist eine simple, aber überzeugende Bewertungslogik. Während der amerikanische Markt, getragen von der Tech-Euphorie, mit extrem hohen Multiplikatoren gehandelt wird, sind europäische Aktien vergleichsweise günstig zu haben. Hier ist deutlich weniger Erwartung in den Kursen eingepreist, was in einem unsicheren Umfeld eine willkommene Sicherheitsmarge bietet.
Diese Umschichtung ist keine kurzfristige Modeerscheinung, sondern ein struktureller Trend. Es geht darum, das Portfolio widerstandsfähiger zu machen. Das Konzentrationsrisiko, das durch die Dominanz einiger weniger Tech-Giganten in den USA entstanden ist, wird von den Profis als ernste Gefahr wahrgenommen. Fast 70% der Großanleger glauben, dass die KI-Entwicklung dieses Risiko an der Spitze der Märkte weiter verschärft. Die stille Flucht aus der US-Dominanz ist also eine rationale Reaktion auf überdehnte Bewertungen und ein Klumpenrisiko, das historisch beispiellos ist. Das Fundament aus Schulden. Die unsichtbare Gefahr. Um die volle Tragweite dieser strategischen Wende zu verstehen, müssen wir über Aktienkurse hinausschauen und uns das Fundament ansehen, auf dem unser gesamtes Finanzsystem ruht: Schulden. Und dieses Fundament ist brüchiger denn je. Laut dem Institute of International Finance, EIF, hat die globale Verschuldung bis Ende 2025 einen neuen, schwindelerregenden Rekordwert von 348 Billionen US-Dollar erreicht. Allein im Jahr 2025 kamen fast 29 Billionen US-Dollar hinzu. Das ist eine kaum noch fassbare Zahl, die vor allem von den Staaten selbst angetrieben wird. Der Internationale Währungsfonds, IWF, prognostiziert, dass die öffentliche Verschuldung bis 2029 auf über 100% des globalen Bruttoinlandsprodukts ansteigen könnte, der höchste Stand seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir leben in der am höchsten verschuldete Welt, die es je gab. Was bedeutet das für Anleger? Es bedeutet, dass das alte Spiel nicht mehr funktioniert. Jahrzehntelang konnten Zentralbanken auf Krisen reagieren, indem sie die Zinsen senkten und billiges Geld in das System pumpten. Doch bei den heutigen Schuldenständen und der immer noch präsenten Inflation ist dieser Spielraum drastisch eingeschränkt. Jeder Zinsschritt hat massive Auswirkungen auf die Schuldentragfähigkeit von Staaten, Unternehmen und Haushalten. In einem solchen Umfeld geht es nicht mehr um maximale Rendite, es geht um strukturelle Überlebensfähigkeit von Vermögen. Und genau hier beginnt das stille Umdenken der Profis. Diese neue Realität zwingt die großen Anleger zum Umdenken. Sie verstehen, dass in einer hochverschuldeten Welt die Regeln anders sind. Die Anfälligkeit des Systems für Schocks ist ungleich höher. Politische Entscheidungen über Staatsausgaben und Defizite werden zu einer der wichtigsten Kräfte, die die Richtung der Märkte bestimmen. In diesem Umfeld suchen Profis nach Anlagen, die nicht direkt von der Kreditblase abhängig sind, und nach geografischer Streuung, um sich gegen das systemische Risiko abzusichern, das von diesen gigantischen Schuldenbergen ausgeht. Der Buffett-Indikator und die Logik der Profis. Eine der einfachsten, aber aussagekräftigsten Kennzahlen zur Bewertung eines Aktienmarktes ist der sogenannte Buffett-Indikator. Er setzt die gesamte Marktkapitalisierung eines Landes ins Verhältnis zu seiner Wirtschaftsleistung, dem Bruttoinlandsprodukt, BIP. Die Logik dahinter ist simpel. Langfristig können die Unternehmensgewinne und damit die Aktienkurse nicht schneller wachsen als die Wirtschaft, in der sie tätig sind. Wenn die Marktkapitalisierung das BIP weit übersteigt, ist das ein starkes Anzeichen für eine Überbewertung. Und genau das sehen wir in den USA. Anfang 2026 hat der Buffett-Indikator dort erstmals die Marke von 200% überschritten, ein historisches Extrem. Andere Quellen aus dem Vorjahr nannten sogar einen Wert von rund 220%. Im Vergleich dazu liegt Deutschland bei moderaten 55–60%. Das ist die kalte, harte Mathematik hinter der Skepsis der institutionellen Anleger. Sie sehen, dass der US-Markt kaum noch Bewertungsspielraum nach oben hat, während das Risiko eines Rückschlags wächst. Und genau hier wird es interessant. Wenn der Buffett-Indikator über 200% steht und Zentralbanken gleichzeitig Gold in Rekordmengen kaufen, dann ist das kein Zufall. Es ist Vorbereitung. Vorbereitung auf ein Umfeld, in dem Bewertungsniveaus nicht ewig ignoriert werden können und Schulden nicht folgenlos bleiben. Große Anleger handeln nicht, wenn es offensichtlich wird. Sie handeln, wenn es noch ruhig aussieht. Im krassen Gegensatz dazu stehen die Bewertungen in Europa. Ein Vergleich der Kurs-Gewinn-Verhältnisse, KGV, verdeutlicht dies. Während der amerikanische S&P 500 mit einem erwarteten KGV von rund 23 gehandelt wird, liegt das KGV für den europäischen STOXX 600 bei etwa 15. Dieser Bewertungsabschlag macht europäische Aktien für strategische Investoren attraktiv. Es braucht keine neue Euphorie für Europa.
Schon eine kleine Umschichtung von nur wenigen Prozentpunkten des global angelegten Kapitals von US in europäische Aktien hätte einen überproportionalen Effekt. Die Profis folgen also keinem Bauchgefühl, sondern einer klaren Logik. Sie reduzieren das Engagement dort, wo die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen können, und investieren dort, wo die Bewertungen ein solideres Fundament bieten. Das Goldparadoxon. Warum Zentralbanken aufstocken? Es gibt noch einen weiteren, sehr subtilen Indikator dafür, dass sich die Fundamente des globalen Finanzsystems verschieben: das Verhalten der Zentralbanken. Hier beobachten wir seit einigen Jahren einen bemerkenswerten Trend: massive Goldkäufe. Insbesondere die Notenbanken von Schwellenländern haben ihre Goldreserven ordentlich aufgestockt. Allein im dritten Quartal 2025 kauften die Zentralbanken weltweit netto 220 Tonnen Gold. Dies ist kein spekulatives Manöver. Zentralbanken wetten nicht auf den Goldpreis. Ihr Handeln ist von tiefgreifenden strategischen Überlegungen geprägt. In einer Welt, die von Schulden und Geopolitik dominiert wird, suchen sie nach einem Anker. Gold ist ein apolitisches, neutrales Reserveasset. Es ist die Verbindlichkeit von niemandem und kann nicht beliebig vermehrt werden. Der direkte Gegenentwurf zu den Fiat-Währungen, die durch die explodierenden Staatsschulden unter Druck geraten. Die Käufe sind ein klares Zeichen des Misstrauens gegenüber dem US-Dollar als alleiniger Leitwährung. Eine Umfrage des World Gold Council aus dem Jahr 2025 zeigte, dass die befragten Zentralbanker eine starke Absicht äußerten, ihre Goldreserven weiter zu erhöhen. Dieser Trend ist die ultimative Bestätigung der These, dass wir uns in einer neuen Realität befinden. Wenn die Hüter der Währungen selbst beginnen, ihre Portfolios weg von reinen Papierwerten und hin zu physischem Gold zu verschieben, ist das ein Signal, das Privatanleger nicht ignorieren sollten. Es unterstreicht die wachsende Sorge vor systemischen Risiken und den Wunsch nach einem Vermögensschutz, der außerhalb des traditionellen Finanzsystems steht. Der zögernde Privatanleger, ein psychologisches Dilemma. Warum also sehen wir dieses entschlossene, strategische Handeln bei den Profis, aber so viel Zögern bei den Privatanlegern? Die Antwort liegt tief in der menschlichen Psychologie. Einer der stärksten Faktoren ist der sogenannte Recency Bias, die Tendenz, jüngste Ereignisse überzubewerten. Der US-Aktienmarkt hat über ein Jahrzehnt lang fantastische Renditen geliefert, und diese Erfahrung hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Es ist schwer, sich von einer Strategie zu lösen, die so lange so erfolgreich war. Man hofft, dass die Party weitergeht, auch wenn die Musik schon leiser spielt. Doch Märkte enden selten, wenn es sich richtig anfühlt, auszusteigen. Sie enden, wenn es am bequemsten erscheint, investiert zu bleiben. Hinzu kommt der Herdentrieb, verstärkt durch die Medien. Die Berichterstattung konzentriert sich auf die großen, bekannten Namen, die Magnificent Seven und andere Tech-Giganten. Das schafft eine Echokammer, in der die Dominanz dieser Werte als naturgegeben erscheint. Antizyklisch zu investieren, also unbeliebte und unterbewertete Anlagen zu kaufen, erfordert Mut und Disziplin. Es fühlt sich einfach falsch an, in einen Markt wie Europa zu investieren, der jahrelang schlechter lief, während die US-Börse von Rekord zu Rekord eilte. Schließlich spielt auch die Komplexität eine Rolle. Institutionelle Anleger haben ganze Abteilungen für die Analyse globaler Makrotrends. Für Privatanleger, die sich neben Job und Familie um ihre Finanzen kümmern, sind Themen wie globale Verschuldung und Geopolitik oft zu abstrakt. Sie orientieren sich an einfacheren Faustregeln. Was ist gerade beliebt? Was hat zuletzt gut funktioniert? Dieses Verhalten ist verständlich, aber in der aktuellen Marktphase potenziell gefährlich. Es führt dazu, dass viele in den Rückspiegel schauen, während die Profis längst die Straße vor ihnen analysieren und sich auf die kommenden Kurven vorbereiten. Genau diese Kluft zwischen professioneller Strategie und privatem Verhalten ist der Kernpunkt. Was bedeutet das alles nun konkret für Ihr Portfolio? Und wie denken Sie über diese stillen Verschiebungen, die unter der Oberfläche stattfinden? Sehen Sie die gleichen Risiken oder halten Sie die Sorgen für übertrieben? Schreiben Sie Ihre Gedanken und Ihre eigene Strategie unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Und wenn Sie tiefer in diese Analysen eintauchen und verstehen wollen, wie Sie Ihr Depot für die neue Realität wappnen können, dann abonnieren Sie diesen Kanal für zukünftige Videos. Konkrete Implikationen für Ihr Portfolio. Was können wir also von den Profis lernen? Es geht nicht darum, in Panik zu verfallen oder das eigene Portfolio hektisch umzuwerfen. Es geht um strategischen Weitblick und die bewusste Entscheidung, das eigene Depot robuster aufzustellen. Die wichtigste Lektion ist die Wiederentdeckung echter Diversifikation.
Konkret bedeutet das, die massive Übergewichtung von US-Aktien, die in vielen privaten Depots zu finden ist, kritisch zu hinterfragen. Der Anteil amerikanischer Aktien im globalen MSCI World Index ist auf ein extremes Niveau von rund 72% gestiegen, während Europa nur noch auf 15–17% kommt. Eine schrittweise Reduzierung des US-Anteils zugunsten von günstig bewerteten europäischen und asiatischen Märkten kann das Risiko senken und neue Renditechancen eröffnen. Dabei kann man sich an der Allokation der Profis orientieren. Viele institutionelle Anleger streben eine ausgewogene Mischung an, zum Beispiel eine Aufteilung in Aktien, Anleihen und alternative Anlagen. Zu diesen Alternativen gehören nicht nur Private Equity oder Infrastruktur, sondern auch Rohstoffe wie Gold. Gold sollte dabei nicht als Renditeturbo, sondern als das gesehen werden, was es für die Zentralbanken ist: eine Versicherung. Ein kleiner Anteil im Portfolio kann in Krisenzeiten stabilisierend wirken. Schließlich gewinnt aktives Management wieder an Bedeutung. In einer Welt, die nicht mehr nur in eine Richtung läuft, kann die gezielte Auswahl von unterbewerteten Unternehmen und Sektoren einen echten Mehrwert gegenüber rein passiven ETF-Strategien bieten. Es geht darum, gezielt in Qualität zu investieren und die überhitzten Bereiche des Marktes zu meiden. Die Zeit des einfachen, von billigem Geld und US-Tech-Dominanz getragenen Aufschwungs könnte vorbei sein. Während die Oberfläche der Märkte noch ruhig erscheint, sind die tektonischen Platten der globalen Finanzarchitektur in Bewegung. Rekordverschuldung, extreme Bewertungen und eine neue geopolitische Unordnung erzwingen ein Umdenken. Die großen, institutionellen Anleger haben diese neue Realität erkannt. Sie handeln bereits, leise, strategisch und mit Weitblick. Sie reduzieren Risiken, diversifizieren global und sichern sich gegen systemische Gefahren ab. Wenn Sie verstehen wollen, wie Kapital sich wirklich bewegt, nicht in Schlagzeilen, sondern in Strukturen, dann abonnieren Sie diesen Kanal. Hier geht es nicht um Prognosen, sondern um Positionierung. Und schreiben Sie mir in die Kommentare. Glauben Sie, dass die Mehrheit zu spät reagieren wird? Oder sehen Sie die Lage entspannter?